Stell dir vor, das wahre Geheimnis der deutschen Sprache liegt gar nicht in den harten Buchstaben. Mhm. Das wahre Geheimnis, also der Grund, warum Deutsch so unverwechselbar klingt, ist etwas Unsichtbares. Oh ja, Etwas ganz Kleines. genau. Es ist eine winzige Pause, ein kurzer Moment der Stille, bevor ein Wort überhaupt richtig beginnt. Exakt. Und genau diese unsichtbare Pause verändert einfach alles. Richtig. Wir denken ja oft, wir müssen nur das Alphabet auswendig lernen, also A, B, C. Mhm. Aber Buchstaben auf einem Papier sind völlig stumm. Sie sind im Grunde nur Tinte. Ja, nur Tinte auf dem Papier. Die spannende Frage ist doch eher, wie formt unser Mund aus dieser Tinte echte, lebendige Klänge? Und genau das machen wir heute. Also, hallo und herzlich willkommen. Hallo zusammen. Wir sind 2 Deutschlehrer. Ja. Und wir lieben die Mechanik dieser Sprache. Dies ist unser Kanal und er heißt Deutsch klingt. Genau, Deutsch klingt. Wir tauchen heute tief in die absolute Basis ein. Aber wir machen das nicht wie in der Grundschule. Wir schauen uns die Architektur der Klänge ganz genau an. Richtig. Wir analysieren heute, wie du deinen Mund, deine Zunge und deinen Atem benutzen musst. Mhm. Und wir sprechen extrem langsam. Wir sprechen sehr deutlich. Sehr langsam, ja. Wir nutzen ganz einfache, klare Sätze. So kannst du unsere Erklärungen nicht nur verstehen, sondern die Sprache in deinem eigenen Körper fühlen. Genau. Aber bevor wir in diese Klangwelt eintauchen, haben wir eine kleine Bitte an dich. Ja, direkt an dich. Eine sehr wichtige Bitte. Bitte abonniere unseren Kanal Deutsch klingt, hinterlasse uns später einen Kommentar Mhm. und teile diesen Audiokurs mit anderen Menschen, die auch Deutsch lernen. Deine Unterstützung hilft uns enorm. Ja, bitte teilt unsere Lektionen, das ist toll. Also, lass uns direkt mit dieser unsichtbaren Pause beginnen, die du am Anfang erwähnt hast. Ja, sehr gerne. Wir nennen das in der Sprachwissenschaft den Kehlkopfverschlusslaut. Puh, ein langes Wort. Ja, oder einfacher gesagt, den Knacklaut. Der Knacklaut, das klingt fast wie ein Werkzeug aus Holz. Was genau passiert da in unserem Körper? Also wenn wir im Deutschen ein Wort mit einem Vokal beginnen, also mit A, E, I, O oder U, Mhm. dann lassen wir die Luft nicht einfach fließen. Wir verschließen unseren Hals für eine Millisekunde, wir stoppen die Luft Okay, wir stoppen sie. und dann lassen wir sie plötzlich los. Lass uns das an einem Beispiel aus unseren Notizen prüfen. Wir haben das Wort Ente. Ah, die Ente. Genau. E-N-T. Ich sage nicht Weichente wie ein sanfter Wind. Ich sage Ente. Da ist ein kleiner Schlag am Anfang. Ente. Exakt. Dieser kleine Schlag gibt der deutschen Sprache ihren Rhythmus. Mhm. Es klingt fast wie ein sehr präziser Marsch. Jeder Vokal am Anfang eines Wortes bekommt diesen Schlag. Nehmen wir das Wort Igel. Ein Igel, ja? Das ist ein kleines Tier mit Stacheln. Wir sagen Igel. Das I beginnt sehr scharf. Igel. Das beantwortet eine Frage, die mich schon lange beschäftigt. Wir haben in unseren Quellen Wörter wie Radio oder Delfin. Mhm. Internationale Wörter. Ja, genau. Diese Wörter existieren in fast allen Sprachen der Welt. Sie sehen gleich aus. Aber warum wirken sie auf Deutsch so anders? Das liegt daran, weil wir die Vokale im Deutschen sehr klar formen. Wir verschlucken sie nicht. Okay. Wenn wir Radio sagen, formen wir das A groß und offen. Wir formen das I spitz und wir formen das O richtig rund. R-A-D-I-O. Radio. Genau. Wir ziehen die Laute nicht zusammen, wir trennen sie sauber. Die Sprache ist also sehr präzise. Lass uns bei den Vokalen bleiben. Wir haben in unseren Unterlagen das Wort Obst. Ein tolles Wort. Ja, O-B-S-T. Das O am Anfang hat wieder diesen Knacklaut. Obst. Lass uns dieses Wort kurz erklären, denn es ist ein sehr wichtiger Begriff. Obst ist ein Sammelwort. Mhm. Es bedeutet Früchte. Wenn du einen Apfel isst, isst du Obst. Ah, verstehe. Eine Banane ist Obst. Erdbeeren sind Obst. All das zusammen nennen wir Obst. Ein extrem wichtiges Wort für den Supermarkt. Und dann haben wir noch das U. Unser Beispiel ist das Wort Uhr. Die Uhr, genau. U-E-U,
Eine Uhr zeigt uns die Zeit. Das U formen wir tief im Mund. Die Lippen gehen weit nach vorne. Uhr. Mhm. Wenn wir diese 5 Vokale A, Ä, I, O, U meistern, dann haben wir das Fundament. Das ist die Basis, ja? Aber eine Sprache besteht nicht nur aus Vokalen. Sie braucht Grenzen. Sie braucht Konsonanten. Und hier wird die Physik unseres Mundes wirklich interessant. Ich liebe es, wie wir nicht einfach das Alphabet von A bis Z durchgehen. Das wäre, langweilig. Absolut. Lass uns die Konsonanten stattdessen nach ihrer Mechanik sortieren. Fangen wir mit den Explosionen an. Oh ja, Den sogenannten Plosiven. ein wunderbarer Ansatz. Bei diesen Buchstaben bauen wir Luftdruck auf. Und dann lassen wir ihn explodieren. Der Buchstabe P ist das beste Beispiel. Mhm. Unser Wort ist Papagei. P-A-P-A-G-E-I. Ein Papagei ist ein großer, bunter Vogel. Wenn ich Papagei sage, presse ich meine Lippen fest zusammen. Die Luft aus meiner Lunge will heraus, aber die Lippen blockieren sie. Genau. Und dann Papagei. Eine kleine Explosion. Der Buchstabe B funktioniert fast genauso. Unser Beispielwort ist Brot. Oh, die Deutschen lieben ihr Brot. Ja, sehr. Wenn wir Brot sagen, pressen wir die Lippen auch zusammen. Aber die Explosion ist viel weicher. Es ist weniger Luftdruck da. Brot. Das heißt, P und B sind Brüder. P ist der laute, explosive Bruder, B ist der ruhige, entspannte Bruder. Genauso kann man das sagen. Und dieses Prinzip finden wir auch bei T und D. Ah, okay. Für das T haben wir das Wort Torte. Eine Torte ist ein großer, aufwendiger Kuchen mit viel Creme. Lecker. Ja, das T formen wir mit der Zungenspitze direkt hinter den oberen Zähnen. Torte. Hart und präzise. Und der entspannte Bruder vom T ist dann das D. Das Beispiel ist Delfin. D-E-L-F-I-N. Mhm. Die Zunge ist an der gleichen Stelle hinter den Zähnen, aber wir nutzen weniger Luft. Delfin. Es klingt viel weicher als Torte. Das dritte Paar dieser Explosionsbrüher sind K und G. Ah, okay, K und G. Das K formen wir ganz hinten im Hals. Unser Wort ist Korb. Ein Korb aus Holz oder Plastik, um Dinge zu tragen. Mhm. Das K blockiert die Luft tief im Rachen. Korb. Ein harter Schlag. Und beim G wird es jetzt wirklich faszinierend. Unsere Quellen geben uns das Wort Giraffe. Ah, die Giraffe. G-I-R-A-F-F-E. Aber Moment mal, das G am Anfang von Giraffe klingt gar nicht hinten im Hals. Nein, tut es nicht. Es klingt nicht wie eine weiche Version von K. Es klingt weich und fast zischend. Warum ist das so? Also, das liegt an der Geschichte der Wörter. Die deutsche Sprache hat viele Wörter aus anderen Sprachen importiert. Ah, so. Giraffe kommt nicht ursprünglich aus dem Deutschen. Deshalb behält es seinen weichen, fremden Klang. Verstehe. Bei einem echt deutschen Wort wie Gans, also dem weißen Vogel, hören wir das harte G tief im Hals. Gans. Wir haben also gelernt, wir stoppen die Luft und lassen sie explodieren. Aber was ist mit den Buchstaben, bei denen die Luft einfach fließt, bei denen wir den Mund nicht komplett schließen? Ah, das sind die Reibelaute. Wir formen in unserem Mund eine sehr enge Stelle. Die Luft muss sich durch diese enge Stelle quetschen. Mhm. Das erzeugt ein Rauschen oder Zischen. Nehmen wir das F. Unser Beispiel ist Fisch. F, I, S, C, H. Für das F lege ich meine oberen Zähne ganz sanft auf meine untere Lippe. Dann puste ich Luft hindurch. Fisch. Man spürt den Wind an den Lippen. Ein weiteres wunderbares Beispiel für fließende Luft ist das H. Wir haben in den Notizen die Wörter Hase und Haus. Das H ist für viele Lernende schwierig, ne? Weil es in einigen Sprachen einfach stumm ist. Ja, genau. In Deutsch nicht. Wir atmen tief aus, als ob wir an einem sehr kalten Wintertag unsere Hände wärmen wollen. Hase. Haus. Das H braucht viel Luft aus der Lunge. Und dann gibt es die Laute, die gar nicht durch den Mund fließen. Sie fließen durch die Nase, die Nasale. Ah, okay. Unser bestes Beispiel ist der Buchstabe N. Das Wort ist passenderweise Nase. Wenn ich Nase sage, N-A-S-E, dann schließt meine Zunge den Mundraum komplett ab. Mhm. Die Luft kann nicht durch den Mund nach draußen, sie muss einen Umweg nehmen. Sie vibriert in meiner Nase. Nase. Wenn man sich beim Sprechen die Nase zuhält, klingt es plötzlich ganz lustig.
Ja, das ist ein tolles Experiment für zu Hause. Wir haben noch ein paar andere Buchstaben in unserem Grundalphabet. Das R mit unserem Beispiel Radio. Das R rollt leicht hinten im Rachen. Radio. Und wir haben 2 Buchstaben am Ende des Alphabets, X und Z. Das X in Xylophon. Ein Xylophon ist ein Musikinstrument aus Holzplatten. Genau. Das X ist eigentlich eine Kombination aus 2 Lauten. Es klingt wie ein K und ein S zusammen. X, Xylophon. Und das Z in Zebra. Z-E-B-R-A. Auch das ist eine Kombination. Es klingt wie ein T und ein S. Z, Zebra. Z. Wir schließen die Zähne und pressen die Luft scharf hindurch. Z, Zebra. Okay, ich ziehe mal eine Zwischenbilanz. Wir kennen den Knacklaut am Anfang von Wörtern. Wir haben die Explosionen wie P und T gefühlt. Wir haben den Wind bei F und H gespürt. Das Basisalphabet sitzt. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, oder? Das ist völlig richtig. Wenn wir wirklich Deutsch sprechen wollen, müssen wir über die Besonderheiten reden. Die Laute, die das Deutsche so absolut einzigartig machen. Ich spreche von den Buchstaben mit den 2 kleinen Punkten darüber, den Umlauten. Oh ja, Und ich spreche von diesem einen wirklich seltsam aussehenden Buchstaben, der fast wie ein großes B aussieht. die Umlaute sind L, Ö und Ü. Aus unseren Quellen wollen wir heute das Ü ganz detailliert analysieren. Das ist wichtig, ja. Das ist oft der schwierigste Laut. Unser Beispielwort ist Überraschung. Wow, ein gigantisches Wort. Überraschung. Lass uns den Begriff zuerst klären. Eine Überraschung ist ein unerwartetes Ereignis. Etwas passiert, womit du absolut nicht gerechnet hast. Jemand schenkt dir plötzlich Blumen. Das ist eine Überraschung. Ein Synonym ist ein unerwarteter Moment. Dieses Wort beginnt mit dem Ü. Viele Lernende haben, Angst vor dem Ü, weil es diesen Laut in ihrer Sprache gar nicht gibt. Das stimmt. Aber ich habe eine Theorie, eine physische Anleitung, wie man diesen Klang formt. Wir analysieren das gerne. Wie lautet deine Anleitung? Es ist eigentlich ein Trick des Körpers. Stell dir vor, du möchtest pfeifen. Du machst deine Lippen ganz klein und rund. Okay. Du schiebst die Lippen weit nach vorne. So formst du normalerweise ein O oder ein U. Die Lippen sind also rund und angespannt. Und was passiert im Mund? Jetzt kommt der Trick. Die Lippen bleiben rund. Aber deine Zunge im Mund formt plötzlich den Buchstaben I. Ah, Du willst eigentlich ein I sprechen. Deine Stimmbänder sagen I, aber deine Lippen lassen nur ein O-Loch zu. Das Ergebnis ist perfekt Ü. Wahnsinn. Das ist nicht nur eine gute Theorie, das ist die exakte phonetische Wahrheit. Lass uns das zusammen machen. Lippen rund nach vorne. Und jetzt tief aus der Kehle ein Ü sprechen. Ü. Überraschung, es funktioniert. Jedes Mal. Wer uns jetzt zuhört, probiert das aus. Lippen rund, Zunge auf I. Ü. Und dann ist da noch der andere besondere Buchstabe. Das scharfe S. Wir schreiben es SZ. Ja, das SZ. Es sieht für viele aus wie ein großes Z, aber es hat mit dem Z überhaupt nichts zu tun. Unser Beispiel aus den Quellen ist das Wort Fuß. F-U-S-Z. Jeder Mensch hat 2 Füße, um auf dem Boden zu stehen und zu gehen. Das SZ ist extrem logisch. Es gibt uns eine klare Regel. Wir hatten vorhin das normale S, wie im Wort Sonne. Dieses S am Wortanfang summt. Sonne. Es vibriert ganz weich im Mund, wie eine kleine Biene. Aber das S vibriert nicht. Wenn du ein S wiest, dann ist das ein Alarmsignal. Es sagt dir, Achtung, jetzt musst du scharf zischen. Genau. Wie eine Schlange. S. Fuß. Groß. Heiß. Es ist immer ein reiner, harter Luftstrom ohne Stimme. Wenn man das einmal verstanden hat, ist das S kein Feind mehr, sondern ein sehr nützlicher Hinweis auf dem Papier. Wir kennen also die Basis. Wir können die Umlaute mit unserem Lippentrick formen, wir zischen beim S. Eigentlich könnten wir jetzt aufhören. Aber ich sehe in unseren Notizen, dass wir noch ein großes Problem haben. Ja, die Sprache ist leider nicht immer logisch. Es gibt Buchstaben, die uns austricksen wollen. Wir nennen sie die Kostümbuchstaben. Sie sehen auf dem Papier auf eine bestimmte Art aus, aber wenn wir sie sprechen, verhalten sie sich komplett anders. Darauf müssen wir sehr genau schauen.
Denn hier passieren die meisten Fehler im Alltag. Wir sprechen über V, W, C, Y, Q und Sch. Ein großes Programm. Starten wir mit der absoluten klassischen Falle. Das V und das W. Unsere Quellen liefern den perfekten Kontrast. Für das V haben wir das Wort Vogel. Und für das W haben wir das Wort Wal. Ein Vogel fliegt am Himmel. Ein Wal schwimmt im Ozean. Beide Wörter beginnen mit einem sehr ähnlichen Buchstaben auf dem Papier. Aber der Klang ist eine völlig andere Welt. Das V im Deutschen zieht sich einfach ein F-Kostüm an. Das ist ein starkes Bild. Das V in Vogel wird exakt so gesprochen wie das F in Fisch. Richtig. Die oberen Zähne liegen sanft auf der Unterlippe und wir pusten nur Luft hindurch. Es gibt keine Vibrationen der Stimmbänder. Vogel, Vater, 4. Aber beim W im Wort Wal ändert sich die Mechanik. Die Zähne und die Lippen sind an der gleichen Position. Aber jetzt schalten wir unsere Stimme dazu. Aha. Wir lassen die Stimmbänder vibrieren. W, Wal, Wasser, Welt. Der Unterschied ist also nur die Stimme. Vogel ist stumm, nur Luft. Wal ist stimmhaft, mit Vibration. Wenn du Wal sagst und deine Hand an den Hals legst, spürst du die Vibration. Bei Vogel spürst du nichts. Das ist ein toller Test. Und dann haben wir den Buchstaben C. Das C ist ein echter Verwandlungskünstler. Oh ja. Es hat keine eigene Identität im Deutschen. Es stiehlt immer die Identität von anderen Lauten. Wir haben 2 Beispiele, Cent und China. Bei Cent, der kleinen Münze, klingt das C wie ein Z. Wir haben vorhin über das Z gesprochen. Es ist diese harte T- und S-Kombination. Z. Cent. Aber bei China, in großem Land in Asien, steht ein H direkt hinter dem C. Das CH ist eine neue Verbindung. Es klingt wie ein sanftes Fauchen einer wütenden Katze. China. Die Luft strömt breit über die Zunge. Wir verlassen das C und schauen auf einen Gast aus einer anderen Welt. Das Y. Ah, das Y? Das Y kommt im Deutschen fast nur in Wörtern vor, die aus dem Griechischen oder Englischen stammen. Wir haben 3 sehr spannende Wörter. Yogamatte, Mythos und Psyche. Die Yogamatte ist einfach. Das ist eine weiche Matte auf dem Boden für Sport und Dehnung. Hier klingt das Y ganz normal wie ein J. Yogamatte. Aber die anderen beiden Wörter, da wird es komplex. Lass uns zuerst das Wort Psyche erklären. P-S-Y-C-H-E. Es ist ein tiefgründiger Begriff. Ja, Die Psyche ist der Geist eines Menschen. Es ist unsere Seele, unser inneres Erleben. Alles, was wir fühlen und denken, gehört zu unserer Psyche. das Faszinierende an Psyche ist der Anfang. Im Englischen ist das P stumm, im Deutschen nicht. Nein, wir sprechen alles. Wir formen zuerst die Explosion des P an den Lippen und gehen sofort in das Zischen des S. Psyche. Und das Y, das klingt wie unser Spezialbuchstabe Ü. Psyche. Exakt. Das gleiche passiert bei unserem nächsten Wort Mythos. M-Y-T-H-O-S. Ein Mythos ist eine alte, überlieferte Geschichte. Eine Legende aus der Vergangenheit. Oft geht es um Götter oder Helden. Auch hier stiehlt das Y den Klang des Ü. Mythos. Das Y ist also oft einfach ein verstecktes Ü. Wir biegen jetzt auf die Zielgerade ein. Wir haben in unseren Unterlagen noch den Buchstaben Q. Das Q. Unser Wort ist Quelle. Q-U-E-L-L-E. Eine Quelle ist ein wunderbarer Ort in der Natur. Es ist der exakte Punkt, wo frisches Wasser aus der Erde an die Oberfläche kommt. Es ist der Ursprung eines Flusses. Ein Synonym ist also der Ursprung. Das Q steht im Deutschen fast niemands alleine. Es hat immer seinen besten Freund dabei, das U. Q und U treten als Team auf. Immer zusammen. Und zusammen klingen sie wie ein K und ein W. Quar. Wir blockieren zuerst die Luft im Hals für das K und dann formen wir direkt das vibrierende W mit den Lippen. Quw. Quelle. Qualität. Quatsch. Und ganz zum Schluss müssen wir noch das größte Geheimnis für eine natürliche deutsche Aussprache lüften, den Unterschied zwischen dem einfachen S und dem Sch. Unsere Quellen geben uns hier den perfekten, direkten Vergleich.
Auf der einen Seite haben wir das Wort Sonne, auf der anderen Seite das Wort Schaf. Bei der Sonne wissen wir schon, das S summt wie eine Biene. S, s. Die Zunge ist entspannt. Aber bei Schaf, dem Tier, das uns weiße Wolle gibt, schreiben wir S, C, H. Diese 3 Buchstaben erzeugen einen komplett neuen Laut. Wir schieben die Lippen nach vorne, wir runden sie und wir pusten viel Luft hindurch. Es ist genau das Geräusch, das wir machen, wenn wir jemanden bitten, im Kino ganz leise zu sein. Sch, scharf, Schule, schnell. Richtig. Wenn man dieses weiche, rauschende Sch beherrscht, klingt das eigene Deutsch sofort viel runder und authentischer. Wir haben heute unglaublich viele akustische Bausteine bewegt. Lass uns das große Ganze betrachten und zusammenfassen, was wir konstruiert haben. Wir haben gelernt, dass Deutsch nicht einfach aus aneinandergereihten Buchstaben besteht. Wir haben den unsichtbaren Knacklaut entdeckt, der die Vokale scharf voneinander trennt und den Wörtern ihren Rhythmus gibt. Ja, wir haben gespürt, wo die Konsonanten in unserem Mund entstehen, die Explosionen an den Lippen bei P und B, den Wind an den Zähnen bei F, die Vibration in der Nase bei N. Wir haben das Geheimnis der Umlaute gelüftet. Die Lippen formen ein O, aber die Stimme ruft ein I und schon haben wir eine perfekte Überraschung. Haha, genau. Wir haben gelernt, dass das S wie eine Schlange zischt und niemals summt wie eine Biene. Und wir haben die Kostümbuchstaben entlarvt. Wir fallen nicht mehr auf das V herein, das sich in Vogel als F verkleidet. Wir wissen, dass das Y in Mythos oft nur ein Ü ist. Und wir kennen das rauschende Chi in Schaf. Das ist echtes, tiefes, phonetisches Wissen. Aber Wissen ist nutzlos, wenn es nur in unserem Kopf bleibt. Wissen muss angewendet werden. Absolut. Deshalb habe ich jetzt eine sehr spezifische Aufgabe für dich. Einen Gedanken, den du in deinen Alltag mitnehmen sollst. Die Theorie muss in die Praxis übersetzt werden. Was ist deine Aufgabe? Stell dir vor, deine Umgebung ist ein riesiges Wörterbuch, das nur darauf wartet, von dir zum Klingen gebracht zu werden. Wenn du heute durch deine Wohnung gehst oder draußen auf der Straße unterwegs bist, schalte deine Ohren ein. Aber noch wichtiger, schalte deinen Mund ein. Du meinst, wir sollen nicht nur Vokabeln im Kopf übersetzen, sondern sie physisch aussprechen. Genau. Wenn du an einem Spiegel vorbeigehst und deine Nase siehst, spür kurz die Vibration des N. Nase. Ah, okay. Wenn du in die Küche gehst und ein Brot siehst, form diese weiche Explosion mit deinen Lippen. Brot. Wenn du auf die Uhr schaust, zieh das U tief nach unten. Uhr. Fühle, wo in deinem Mund das Wort entsteht. Ist es eine Explosion? Ist es ein Wind? Ist es ein Zischen? Verbinde das Objekt in der echten Welt mit der Mechanik in deinem Körper. So wird eine fremde Sprache plötzlich zu deiner eigenen Sprache, weil du sie fühlst. Eines eigenen Körpers gelernt. Wir haben das Fundament gelegt. Wir haben die Werkzeuge sortiert. Aber die deutsche Sprache hat noch so viele faszinierende Bauwerke, die wir gemeinsam analysieren können. Deshalb unsere große Bitte an dich. Zum Abschluss, abonniere unbedingt unseren Kanal Deutsch klingt. Ja, bitte abonnieren. Lass uns einen Kommentar da. Wir wollen wissen, welches Wort hat dir heute physisch am meisten Spaß gemacht? War es das Ü in der Überraschung? Das explosive P im Papagei? Oder die Quelle tief hinten im Hals? Schreib es uns in die Kommentare. Und vergiss nicht, teile diesen Kanal und diesen Audiokurs mit allen, die mit dir zusammen Deutsch lernen. Gemeinsam die Bausteine der Sprache zu erkunden, macht am meisten Freude. So ist es. Wir verabschieden uns für heute, bleibt konzentriert, atmet tief und hört immer genau hin. Die Welt ist voller Wörter, die nur darauf warten, von dir ausgesprochen zu werden. Tschüss und bis zur nächsten Analyse.